Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Ursa Broadcast oder genauer gesagt um einen kompletten Kamerazug auf Basis der Ursa Broadcast der zweiten Generation. Wir wollen uns mal anschauen, welche Komponenten in Summe nötig sind für so einen kompletten Kamerazug, der auch komplett steuerbar ist, und näher drauf schauen, was man dabei beachten sollte. Vorweg, wir reden hier von einem Kamerazug, der in Summe, so wie er hier aufgebaut ist, etwa 17.000 Euro kostet, netto, also vergleichsweise günstig ist. Wenn wir von Broadcast reden oder von professioneller Live-Produktion, was ist damit überhaupt gemeint? Damit ist erstmal impliziert, dass wir eine Situation haben, wo eine Kamera permanent Bild sendet, meistens an einen Bildmischer natürlich, und von einer fixen Position aus ein größeres Feld abdecken muss. Dazu ist es erstmal nötig, eine Optik zu haben, die das auch leisten kann, also die einen großen Zoom-Range hat und die parfokal ist, also die immer die gleiche Schärfe hat, auch wenn man rein oder raus zoomt. Dann ist es wichtig, dass so eine Kamera von der Regie aus steuerbar ist, weil die Person hinter der Kamera nicht immer die Möglichkeit dazu hat. Gleichzeitig muss sie aber auch für die Kameraperson steuerbar sein und dementsprechend müssen alle Elemente an der Kamera leicht zugänglich sein. Als letztes ist es wichtig, dass möglichst wenig Kabel verlegt werden. Also die Steuerdaten, das Bild zum Bildmischer, das Bild vom Bildmischer zurück, die Intercom, Tally und am besten auch Strom. Das soll alles über ein einziges Kabel gehen. Und genau das kann die Ursa Broadcast in dieser Konfiguration hier abdecken. Wichtig ist, man kann die Ursa Broadcast auch anders konfigurieren, wie jede andere Ursa Mini. Die haben ja alle etwa den gleichen Body. Kann man je nach Bedarf anders aufrüsten und dann so optimieren, dass man damit von der Schulter dreht oder als Handkamera sie nutzt für szenische Arbeiten. Da ist man sehr flexibel. Heute geht es aber nur um den Einsatz als Studiokamera. Die Komponenten, die hier verbaut sind, sind zum einen der Kamerabody, also die Ursa Broadcast, samt Shoulder Kit, dann ein B4-Objektiv vorne dran. Dann haben wir zur Steuerung des Objektivs hier ein Focus Demand und den entsprechenden Zoom Demand auf der anderen Seite. Dann haben wir, um das Bild gut beurteilen zu können, hier den Studio Viewfinder und am Rücken der Kamera den Camera Fiber Converter. Als Gegenstück dazu ist hier der Studio Fiber Converter und verbunden werden die beiden mit einem SMPTE 311M Kabel von Canare. Die technischen Daten zu all diesen Komponenten sind natürlich online abrufbar. Ich möchte nur auf ein paar wichtige Sachen spezieller eingehen. Ich beginne wieder mit dem Kamerabody. Da ist vor allem der Lieferumfang interessant. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass hier das Shoulder Kit mit dabei ist. Das gehört zum Lieferumfang dazu. Bei den anderen Ursa Mini Bodies ist das nicht der Fall. Auch ist schon das V-Mount Plate mitgeliefert und an der Kamera montiert. Die Ursa Broadcast wird mit 2 Mounts geliefert. Zum einen ist der B4-Mount schon verbaut, es wird aber auch ein Canon EF-Mount mitgeliefert. Der ist insofern wichtig, als der Sensor, der in der Kamera verbaut ist, etwa die Größe hat von Super 35 und tatsächlich volle 6K Auflösung bietet. Die kann ich nur dann wirklich ausreizen, wenn ich einen Canon EF-Mount vorne montiert habe. Da ist der Bildkreis auch groß genug, um diesen Sensor abzudecken. Bei dem B4-Mount, der jetzt hier im Moment auch dran ist, da ist der Bildkreis kleiner. Entsprechend wird nur ein 4K-Fenster aus der Mitte des Sensors ausgelesen. Das hier verwendete Objektiv ist ein 4K-fähiges B4-Objektiv von Fujinon, ein 16-fach Zoom, das LA16X8 BRM. Das kommt mit Makrofunktion und Servoeinheit und wird mit dem üblichen 12-Pol-Kabel hier am Kamerabody angeschlossen. Darüber kommen dann der Strom und die Steuerimpulse von der Kamera. Was dieses Objektiv noch besonders macht, ist der Preis. Es ist nämlich nur zusammen im Bundle mit der Ursa Broadcast zu einem sehr günstigen Gesamtpaket erhältlich. Die Hinterkamerabedienung, also Focus und Zoom Demand, ist wie schon angesprochen von Blackmagic direkt. Das hat den großen Vorteil, dass die beiden Geräte nicht nur mit einem Objektiv kompatibel sind, sondern mit ganz vielen. Sie sind sogar auch mit verschiedenen Kameras einsetzbar. Also nicht nur der Ursa Broadcast, sondern auch der Blackmagic Studiokamera oder der Pocket Cinema Kamera oder mit dieser ganzen Reihe. Dort würden Sie dann natürlich mit B4-Objektiven bzw. auch EF-Objektiven zusammen
funktionieren. Wie gut das im Einzelnen klappt, hängt natürlich auch von den Fokusmotoren zusammen, die im Objektiv verbaut sind. Grundsätzlich aber muss man sagen, dass die Verarbeitung sehr, sehr hochwertig ist und die Einstellungen für Zoom und Fokus sehr fein dosierbar sind. Focus und Zoom Demand sind über USB-Kabel mit dem Kamerabody verbunden. Also die Ursa Broadcast hat ja hinten hier diesen einen USB-C-Anschluss und da hängt dann der Zoom Demand dran. In meinem Fall zuerst der wird mit einem Durchschliff dann weitergeführt an den Focus Demand. So finden beide Geräte Platz am USB-Ausgang. Wahlweise könnte man den USB-Ausgang auch nutzen für eine Aufzeichnung auf einer externen SSD zum Beispiel oder sogar für ein direktes Streaming. Also man könnte einen Laptop dranhängen und dann direkt in Teams, Zoom oder sowas in der Art einen Videostream schicken. Die Richtung und die Geschwindigkeit vom Focus und Zoom Demand kann ich im Kameramenü einstellen. Für die Zoom-Wippe habe ich auch die Möglichkeit, 2 Buttons mit gewissen Funktionen zu belegen. Der Studio Viewfinder ist nicht nur mechanisch ideal an die Kamera angepasst, sondern ist auch für sich allein genommen ein absolutes Profi-Gerät. Wenn man im Live-Betrieb zuverlässig die Schärfe nachführen muss, dann braucht man einen guten Monitor, der einen alles anzeigt, was man dazu braucht. Und da kann der Studio Viewfinder voll punkten. Er hat 2000 Nit, ist also ein sehr heller Monitor, bringt aber auch alle Kontrollanzeigen mit, die man braucht, also Zebra, Histogramm und so weiter. Ich kann mir den Kontrast und das Focus Peaking und die Helligkeit sehr genau dosieren mit schönen Buttons. Also auch in der Hinsicht ist er sehr solide verarbeitet und bringt alles mit, was eine Person hinter der Kamera benötigt. Der Viewfinder wird über V-Log direkt auf dem Kamera-Fiber-Converter montiert, kann aber auch weiter vorne auf der Kamera angebracht werden. Und selbstverständlich kann ich den Winkel genau einstellen, so dass ich eine möglichst bequeme Arbeitsposition habe. Kommen wir nun zu den beiden Konvertern an beiden Enden der Signalkette. Das ist einmal der Studio Fiber Converter auf der Regieseite und der Kamera-Fiber-Converter an der Kamera. Mit diesen beiden Konvertern werden eine ganze Reihe an Signalen in eine optische Leitung gemultiplext und zusätzlich steht eine Kupferleitung zur Verfügung für die Stromversorgung. Zunächst muss ich aber mal den Kamera-Fiber-Converter am Kameragehäuse anbringen. Ich hole mal ein zweites Exemplar kurz her. Wir hatten ja gesehen, dass im Lieferumfang der Ursa Broadcast bereits eine V-Mount-Platte am Body angebracht ist. Die muss ich einmal abschrauben und stattdessen an die gleiche Position diesen Kamera-Fiber-Converter anbringen. Das ist der gleiche Molex-Stecker, der einfach verbunden wird und dann wird das Ding seitlich festgeschraubt. Wenn der Kamera-Fiber-Converter installiert ist, habe ich eine ganze Reihe eben an zusätzlichen Anschlüssen, die ich nutzen kann. In Richtung Regie schickt die Kamera selbstverständlich einfach ihr Kamerabild. Und mit dem Fiber Converter habe ich noch die Möglichkeit, 2 zusätzliche Audiokanäle in die Regie zu schicken. Dafür gibt es hier diese beiden XLR-Anschlüsse. Von der Regie zurück zur Kamera gibt es noch eine ganze Reihe mehr Signale, die fließen können. Der wichtigste ist natürlich der SDI Return Feed, also der Program Output des Mischers. Den kann ich nutzen, um mir in der Kamera anzeigen zu lassen, ja, was ist gerade das Sendebild. Und dann kann ich mein eigenes Kamerabild darauf abstimmen. In diesem Signal liegen auch die Steuerinformationen vor für die Kamera und auch das Tally-Licht. Das kann ich hier mal demonstrieren. Wenn ich mit der Kamera auf Sendung gehe, dann habe ich hier die verschiedenen Orte, wo die Tally-Lichter dargestellt werden. Also am Kamerakonverter selber und natürlich auch am Viewfinder. Am Studio Fiber Converter kann ich noch 2 weitere SDI-Signale anschließen, die dann Richtung Kamera geschickt werden. Wozu ist sowas nützlich? Zum Beispiel, wenn neben der Kamera eine Moderatorin steht, die ein eigenes Bild benötigt oder eine weitere Technikperson, die auch ein spezielles Bild haben muss. Das kann dafür genutzt werden. Ebenso werden über den Fiber Converter 2 Intercom-Kanäle bereitgestellt. Hier habe ich die Möglichkeit, mir getrennt für beide Intercom-Anschlüsse zusammenzumischen, aus welchen Return-Kanälen ich den Ton hören möchte und wie laut. Und ich kann auch umschalten zwischen einem Kanal für zum Beispiel die Produktionscrew und dem anderen Kanal für die Technikcrew. Ansonsten bietet der Kamera-Fiber-Converter auch noch weitere Ausgänge für Strom, um etwa weiteres Zubehör mit Strom zu versorgen und auch noch Drehregler und Knöpfe, um die Kamera zu bedienen. Da ist wieder der Gedanke, dass das Ganze von hinter der Kamera möglichst bequem erfolgen können soll, zum Beispiel um die Blende zu steuern oder die Aufnahme auszulösen. Das Kabel muss natürlich auch noch erwähnt werden. Wie gesagt, es ist hier die Norm SMPTE 311.
die entscheidend ist. Hier gibt es diverse Hersteller und diverse Kabellängen, die man kaufen kann. Wir empfehlen als Hersteller mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis die Firma Canare. Hier bekommt man ein sehr robustes, hochwertiges Kabel, was die Norm voll erfüllt. Das ist einzeln, lose oder auch auf der Kabeltrommel erhältlich. In Situationen, wo nicht so viele Hin- und Rückkanäle benötigt werden und wo die Kamera lokal mit Strom versorgt werden kann, ist es auch möglich, auf eine einfachere und günstigere Art der Verkabelung zurückzugreifen, nämlich ganz einfach ein SDI-Hin- und ein SDI-Rückkanal. Ohne die Konverter verliert man natürlich die professionellen Anschlüsse und die Vielzahl der Verbindungen. Man hat aber trotzdem noch einen Bildrückkanal samt allen Steuerinfos, Tele und einem einfachen Intercom-Kanal. Zum Schluss noch ein paar Worte zur praktischen Umsetzung der Kamerasteuerung. Ich habe hier auf dem Tisch die professionellste Variante aufgebaut. Das ist von Blackmagic das Camera Control Panel. Aber zunächst einmal noch zur Verkabelung, denn die muss in einer gewissen Weise umgesetzt sein, damit die Steuerung überhaupt funktioniert. Ich brauche letztendlich immer, das gilt für alle Blackmagic-Kameras und Blackmagic-Mischer, eine Program-Out-Return-Feed-Verbindung vom Mischer in die Kamera. Die könnte direkt gesteckt sein oder sie wird verteilt über einen Talkback-Konverter oder sie geht, wie hier bei mir auf dem Tisch, erstmal in den Fiber-Converter. Von dort aus wird ja alles in dieses Fiber-Kabel dann gemultiplext. Jedenfalls brauche ich diese beiden Verbindungen, einmal hin, einmal zurück. Dann kann ich die Kamera steuern. Das kann ich von der Software aus machen, die wird mitgeliefert mit jedem Bildmischer. Dort habe ich ein eigenes Panel nur für die Kamerasteuerung. Hier kann ich dann zum Beispiel die Blende einstellen oder zoomen und ich kann wechseln in den Tab für die Dreiwege-Farbkorrektur, die ist aus DaVinci entnommen. Und hier kann ich sehr genau die farbliche Einstellungen vornehmen, die direkt auf dem Kamerasensor vollzogen werden. Ich kann an mehreren Arbeitsstationen gleichzeitig arbeiten. Also hier können mehrere Rechner die Steuersoftware offen haben. Solange die im Netzwerk mit dem Mischer verbunden sind, können die tatsächlich alle gleichzeitig agieren. Alternativ dazu gibt es natürlich von Blackmagic die Hardware-Steuerungen, zum Beispiel beim Television Studio Pro. Bei diesen Modellen ist im Panel auch schon ein bisschen was eingebaut für die Kamerasteuerung, also ein paar einzelne Drehknöpfe. Oder wenn man es ganz klassisch und professionell haben möchte, dann nimmt man natürlich das Camera Control Panel. Hier habe ich für bis zu 4 Kameras, die ich gleichzeitig einstellen kann, alle Knöpfe zur Verfügung für alle wesentlichen Parameter. Ich kann hier an den Farben Feinjustierungen vornehmen oder ich kann ganz klassisch die Blende ziehen mit dem entsprechenden Hebel. Das kommt der typischen Broadcast-Arbeitsweise also am nächsten. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dieser 4K-Kamerazug auf Basis der Ursa Broadcast alle Komponenten mitbringt, die in der professionellen Live-Produktion benötigt werden. Der Featureumfang, die Verarbeitungsqualität und vor allem die Bildqualität bewegen sich dabei auf sehr hohem Niveau.